Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal mal was anderes und zwar gehen wir auf die Grüne Woche, die diese Woche in Berlin stattfindet. Und zwar ist es eine Art Foodmesse und ich dachte, wir gehen gemeinsam und testen uns durch die kulinarische Welt und verschiedene Länder und so weiter. Ich bin sehr gespannt. Ich war selbst noch gar nicht da auf der Grünen Woche. Ich glaube, ich war noch nie irgendwo in diesem Messegelände, was da immer alles so stattfindet. Deswegen, ja, dachte ich, das ist mal ganz interessant, auch sich so ein bisschen Inspiration zu holen, ne? Was ist jetzt so gerade aktuell Leckeres so unterwegs in den verschiedenen Ländern? Und ich nehme euch mit. Wir testen uns ein bisschen durch, schauen, was es so Leckeres gibt und ob wir dann später auch eventuell irgendwas zu Hause nachmachen können. Also, let's go! Wir sind jetzt erstmal in der Halle hier für, was war das? Haus, Garten und Hof. Ja, vielleicht ist ja was Interessantes für den Hikmet dabei, ne? Hikmet, kannst du mir nicht einen Jacuzzi einbauen? Komm, ein Jacuzzi, gönn doch. Das ist für So, es geht jetzt los mit Großbritannien, Iran und Ungarn. Da bin ich mal gespannt. Wir sind natürlich heute Veggie unterwegs, ne? Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich hier was Halal-mäßiges finde. Das sieht aber lecker aus. So, was ist das so? Fatsch? Fatsch? Nennt sich das Fatsch? Ja. Wir haben eine Dattel bekommen. Aber die ist richtig soft, ja. Richtig schön. Ich habe bis heute noch nie diesen Baumstriezel gegessen, ne? Auf Weihnachtsmarkt wollten wir essen, aber gab es da nicht, wa? Ja. Wollen wir es probieren? Baumstriezel? Okay, wir nehmen jetzt einen klassischen Baumstriezel mit Zimt und Zucker. Hier haben wir eingelegtes Gemüse. Das ist jetzt auch Ungarn hier, ne? Genau, das ist auch Ungarn mit eingelegtem Gemüse. Wollen wir sowas nehmen zum Probieren? Ich nehme mir eine. Danke. Danke. Diese sind scharf, die sind bekannt. Nee, scharf ist gut. Scharf ist immer gut. Danke. Wir fangen mit einem Aperitif an. Und zwar eingelegtes Gemüse. Das ist ja auch Bombe. Ich habe jetzt hier das etwas pikantere genommen. Ist aber süßlich. Ein bisschen Schärfe kommt. Ja, ist ein bisschen anders als das Türkische, ne? Weil da ist ein bisschen süßlich auch. Aber ich glaube, das ist rote Beete, ne? Ist aber lecker. Nimm mal. Oh, jetzt kickt die Schärfe, da war noch Jalapeno dabei. Ey, ist es so laut, ne? Ich hoffe, ihr hört mich gut. Baumstriezel. Kennt jeder? Wahrscheinlich außer mir. Ich habe das bis heute noch nirgends probiert. Es riecht wie Churros. Oh, schaut mal. Ich habe ja viele gesehen, die das nachgemacht haben zu Hause mit Blätterteig. Das schmeckt einfach wie so ein Hefeteig. Und dann Zimt und Zucker, aber schmeckt schon lecker. Aber schön außen so schön knusprig und innen so soft. Ist schon lecker. Ja, ist gut. Hallo. Hallo, ich probiere auch mal, danke. Eine Himbeer. Interesting, kann man machen. Guck mal, hier die ganzen getrockneten Früchte, das ist ja so meins. Ah, Mariam, hier, du magst doch gefriergetrocknete Himbeer mit Schokolade. Ah, danke. Ah, Cranberry. Ah, gucken wir mal.
ja. Oh, Dankeschön. Hier. Ja, nimm das große für dich. Das ist jetzt aber helle Schokolade, ne? Genau, Vollmilch, Erdbeeren. Schneiden das nur in Stücke her, weil es Ja, ja. Apfel. Aber ich glaube, dunkel wäre noch besser, oder? Nee? Apfelbirnen, Apfelring. Oh, auch lecker. Premium Mix Anti-Aging. Ich glaube, das brauche ich, ne? Nüsse oder so. Ja, Da hast du Macadamia mit Honig. Hier hast du wirklich ganze Stücke und wenn du unten schaust, du hast hier fast kein Dreck, gar nichts, also kein Pulver oder nichts. So gut geröstet. Boah. Poliert auch so gut. Das ist schon. Oh, besser als Dings. Die Mandeln so vom Weihnachtsmarkt. Das ist jetzt Zitrone. Pomelo. Oder interesting. Hier werden wir gut verköstigt. Geröstete Kokoschips mit Kakao. Wow. Boah. Das ist ja mega. Ich sag's euch, ne, diese Verkäufer hier, die sind ganz schlaue Füchse. Die machen so von Weitem, komm, probier. Sagt mir, ob ihr zu den Leuten gehört. Ich gehöre definitiv zu denen, die sich immer alles andrehen lassen. Wenn du dann probierst und ja, und dann erzählen sie, und das ist so lecker und guck mal und probier mal das und probier mal das. Und dann probierst du da 150 Sachen und dann kaufst du automatisch was, weil es so unangenehm ist. Weil wir haben hier schon was, 80, 90 Euro schon ausgegeben. Ja, aber ich zeige euch dann zu Hause, was wir alles so mitgenommen haben. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Ist ja viel zu sehen hier. Ne Chai, Apfel. Apfel. Ah, Kennt ihr das? ja, aber das ist so Chemie. Ja, aber türkische Apfel. Aber türkische Chemie. Chemie, aber türkische Chemie. Komm, wir trinken türkische. Sehr lecker, künstliche. Das ist was für dich. Hier kommen wir an in meiner Heimat. Ne? Aber was ist das? Das ist ein Käse. Wir haben frische Käse, Geräuschkäse, Fischkäse mit Sahne, etwas Getränk mit dem Kefir. Also ich kenn nur diesen hier. Twarock. Ist das der Twarock? Nein, das ist nicht der Twarock. Das ist ein italienischer Käse, wie Italiener wie Ricotta. Was Italiener? Wir sind doch in Polen. Wir sind in Polen, aber das ist ein polnischer... Polnisch-italienische Käse. Polnisch-italienische Ach, immer die Polen. Aber lecker. Danke. Zwei polnische, ja. Ja, polnische. Der hat einen schönen Nachgeschmack. Ein Geschenk. Danke, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. To jest ten, tak? Tak, tak. Weil das ist so anders. Das ist wirklich lecker. Haben wir geschenkt bekommen. Dankeschön. Dziękuję. Do widzenia. So, hier haben wir meine Lieblingsspeise, polnische Pierogi. Habe ich ja schon öfters mit euch auch gemacht. Ne? Einmal Sauerkrautpilze, das ist die vegetarische Option. Dann gibt es mit Spinat und Feta-Käse. Das ist so ein bisschen so die neuere Variante. So von Kindheit her gab es die nicht, das ist so ein bisschen jetzt so neuer. Dann gibt es die auch immer in süß, haben wir die auch immer gegessen zu Hause. Und zwar einmal mit Kirsche, Himbeer. Okay, mit Kürbis und Quark, auch interessant, kenne ich noch gar nicht. Ente, Apfel mit Fleisch und russisch ist mit Kartoffel und Quark. Ja, ich glaube, wir nehmen eine mit Sauerkraut und Pilze, ne? Ja, Oh, die macht es einfach mit den Fingern. Die macht es gar nicht mit Ausrollen und so. Der Teig ist richtig weich bei ihr. Das ist hot. Dur gelsene millet bana bakıyor. Beni beobachten. Ja, die gucken mich an.
beim Essen. Ihr dürft mich angucken. So, wir haben hier jetzt Pierogi, gefüllt mit Sauerkraut und Pilzen. Ich habe jetzt extra noch mal gefragt, weil man kann die auch in Polen vielen Supermärkten und so weiter kaufen, tiefgefroren und so, aber da ist oft Schweineschmalz drin. Ich habe jetzt gefragt, ob da Schmalz drin ist, meinte, da ist kein Schmalz. Also probieren wir mal. Hier ist ein bisschen Zwiebeln dazu. Wir haben die definitiv besser gemacht. Wir? Ja. 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 Ich finde, unsere schmecken besser. Ich finde, die Sauerkrautfüllung ist zu sauerkrautlastig, ne? Ja. Genau. Aber der Teig ist gut. Ja, der Teig ist ja. Der Teig ist sehr gut. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tu pan takiego gotuje? Żurek. Żurek, ah. Das können wir natürlich nicht essen, weil das ist jetzt nicht halal. Hm? Próbować? Nie, nie. Jak? A, wiem dlaczego. Wie pan dlaczego? Biały barszcz. Jest naturalny. Biały barszcz. Cały barszcz, żurek, zakwas, chrzanówka. Tutaj na rogu panie sprzedają. Er hat mir gerade erklärt, ah, guck mal, das ist vegan. Śledzia. Tak. O, mamy rybaka. Tylko nie wygląda mi jak Polka, wiem. Masz bardzo egzotyczny strój. Dziękuję bardzo. Jetzt habe ich das nämlich verstanden. Das ist wie dieser Brottrunk. Kennt ihr das? Das kann man so trinken. Das ist einfach so ein flüssiger Sauerteig. Und daraus kann man eben schön eine Suppe machen. Meinte einfach so mit Gemüse oder ein Gemüsebouillon. Also kann man halt auch vegan lassen. Das ist ja auch ganz vegan. Also ich nehme das auf jeden Fall mal mit und dann mache ich draus mal eine Suppe. Bin ich gespannt, wie das ist. Ja, das nehmen wir mit. Dobra, z tych dwóch wezmę. Proszę się częstować, proszę sobie ugotować, O, dziękuję ocenić, bardzo. jak to wygląda. Dziękuję Tylko bardzo. żebyście mieli żurbę. Czyli jeszcze Oh, dziękuję bardzo. Sie hat jetzt das Ganze jetzt hier gratis gegeben, dass ich jetzt daraus eine Suppe mache. Da ist sogar ein Rezept mit dabei. W składzie jest tylko śmietanka, nie ma nic innego. Proszę. Inkäse. Polnischer Quark oder Frischkäse ist das Beste. Ja, also der andere ist ja so Körniger Frischkäse, den mag ich auch sehr gerne. Habe ich euch, glaube ich, mal gezeigt, so mit Radieschen und Lauchzwiebeln so gemischt, als Brotaufstrich, sehr lecker. Und das ist jetzt so ein Quark. Ich muss hier mal was loswerden. Die Polen sind hier sehr großzügig. Ich habe hier alles geschenkt bekommen. Ach, meine Landsleute. Die Türken waren ein bisschen geizig. Nostalgie, oj, no. Dziękuję, no kukę mal. O, a się wstydzę. Dam siateczkę, żeby sobie to schować. Aj. W środku masz tylko śmietankę. Ah, guck mal, das ist jetzt ein reiner, na, wie soll man das sagen? Das ist dieser typische polnische Quark. Ist ja aber nicht mal ein Quark. Das ist wirklich so ein Sahnequark. Sie meinte, in diesen Käsekuchen, da kommt nämlich kein Fett, keine Butter und so, was man sonst so reinmacht. Und das ist der beliebteste Quark für eben den polnischen Käsekuchen. Also daraus werden wir auf jeden Fall nochmal Käsekuchen machen. Wir haben jetzt, mir ist ganz warm geworden, eine halbe Stunde mit den zwei Damen aus Polen gesprochen. Mann, die waren so süß, ey. Sie hat sich so gefreut, dass ich Polnisch kann. Sie meinte, es ist halt so selten, die halt hier in Deutschland so aufwachsen, dass sie halt so ihre Muttersprache verlieren. Und sie hat sich so extrem gefreut, dass ich halt Polnisch spreche. Ja, war süß. Und das macht mich dann auch traurig. Ich muss auch noch Polnisch lernen. Ja, sorry, dass ihr Deutsch quetscht die ganze Zeit. Ja, das ist richtig schön. Oh, die sind wirklich süß, die sind schön.
Schokolade, seitdem wir uns seit 3 Monaten ernähren. Er ist auch vom Weihnachtsstand. Das sind Kollege von Hikmet und seine Frau. Von dem Kollegen haben wir ja Parmesan, den holen wir uns am Ende noch mal wieder ab, ein paar Kilo, ne? Und seine Frau, meine Landsfrau auch übrigens, die verkauft hier die Pralinen. Ah, das brauche ich. Ah, gucke. Ah, für China-Pfanne und so. Schauen Sie das an. Absolut gesund und lecker Schmecker. Lecker Schmecker. Jetzt zeige ich mal. Lecker Schmecker. Meine Lieben, Sowas brauche ich. Warte, wir gucken mal, was er noch zeigt. Zeig mal, guck mal. Mach Spirale in die Mitte rein. Sowas macht nur ein Albaner, ne? Achtung, Spirale in die Mitte. Drücken und drehen, bis beide Schneiderinnen rauskommen auf die andere Seite. Fertig. Dann nehme ich Griff und Spirale raus. Das, was Sie geschnitten haben, nicht drücken, nicht ziehen, sondern einfach festhalten und dann Kartoffeln runterdrehen. Zweimal. Diese kochen, backen, frittieren, das ist das schönste Pommes der Welt, meine Lieben. Oh mein Gott. 25 Minuten im Backofen, Ketchup oder Mayo, Essen fertig. Was machen wir mit dem Rest? Ich sag's Ihnen. Nehmen Sie Gemüseblätter. Ich war einmal in Türkei und ich habe es gesehen. Die nehmen Hackfleisch, die nehmen Käse, Paprika, Zwiebeln. Man kann Salami nehmen, Schinken nehmen, Hähnchen, Pute, rollen zusammen. Wir nennen es hier eine Roulade und wir haben es genannt Dolma. Dolma machen, Sarma machen und da rein. Ah. Meine Liebenden, Scheiben schneiden. Oh, wow. Braten, grillen. Oh mein Gott. Moderne Sushi aus Aha, wow. Das mache ich nach. Jede Spirale kann man rollen mit einer anderen. Karotten, Zucchini, Gurken, das ist smooth. Wenn Sie zwei ineinander rollen, das ist das beste Brotzeit für Ihre Kinder, für Schule, Kindergarten. Nicht nur, machen Sie Vorspeise, machen Sie Dips, kann man mit einem Dip essen, bisschen Balsamico, Tabasco drauf, absolut lecker. Meine Schnuckerle, meine Schatzelein. Du, der ist voll witzig. Das ist ein guter Verkäufer. Ja, einmal. Meine 2 Schnuckerle und meine Schatzelein. Mann, ist der witzig, ey. Einmal für Schnuckerle. Einmal für Schnuckele. Einmal Schnucki. 2 verschiedene Stärken. Okay. Wenn ich oben die Stärke nehme, Ja. zwischen Klingel und Aufsatz ist wenig Abstand. Ja. Also ich nehme Weißkraut, Rotkraut oder Zwiebel. Ich lege Messer drauf und ich ziehe immer zu meiner Hand. Immer Messer flach. Dann schneidest du ganz dünne Weißkrautsalat. Ah, das ist Rotkraut. perfekt. Ja. Sie sagen es, Senior, ich sage nichts weiter. Bratkartoffeln, Kartoffelgratin, Ah, Kartoffelsalat. habe ich gestern gemacht, Kartoffelgratin. Alles mit dem Messer. Eine dicke, eine dünne. Was ich in Izmir gesehen habe, weil ich war ungefähr einmal 4 Tage, einmal 2 Wochen in Izmir. Riesenmesser, Riesenstadt. Man ist empfehlenswert, sollte man einfach mal nach Izmir fliegen. Schauen Sie hier. Ansetzen, ziehen, fertig. Ansetzen, ziehen, fertig. Wo diese Frauen dort das gesehen haben, nur Chabuk, 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 geht. Ich habe verkauft wie verrückt. Weil die Scheiben sind gleichmäßig. Grillen, braten, panieren. Wollen Sie Rollchen machen, zurück in die erste Stärke. Mit erster Stärke Scheiben. Ganz dünne, 1 Millimeter. Rollen mit Frischkäse, mit Lachs, Carpaccio machen. Das ist Coltello Magico Italiano. Zitronenpresse, 6 €, jeder bekommt 1 gratis dazu. 20 € komplett. Armani-Tüte, 1 €, heute gratis. Armani-Tüte. Beste Geschenk, was man kaufen kann heutzutage für nur 20. Bedanke mich. Danke. Kombinier Schweizer Käse mit Kebab. Hast du einen Kebab? Wollen wir probieren einen Kebab? Ja, probieren wir. Komm, wir probieren jetzt einen Kebab. Obwohl ich überhaupt keinen Hunger habe, ich probiere nur für euch den Kebab. Wir probieren jetzt den Kebab. So sieht er übrigens aus. Sieht sehr schön aus. Ein dunkleres Brötchen
Schön viel Gemüse. Ich habe noch Röstzwiebeln genommen und Chili. Teuer, aber 6,50. Also ich finde das lecker. Ne? Wow. Also, wenn jetzt jemand zum Beispiel vegetarisch ist und kein Fleisch essen will, ich finde das voll die mega Alternative, ne? Das schmeckt trotzdem so richtig würzig und saftig und so, ne? Das schmeckt wie Döner. Ja, das schmeckt wie ein Döner. Hä? Gibt's das in Berlin irgendwo zu kaufen? Falls ihr Veggie seid und ihr wollt einen Döner essen, aber ihr seid vegetarisch, ey, dann probiert das. Aber ich finde das Brot auch voll gut. Ich glaube, das war bis jetzt das Beste, was ich hier gegessen habe. Ne? Was kannst du empfehlen? Pistazien. Pistazien, ne? Ja. Alles. Weiße Schokolade, dunkle Schokolade, dann haben wir Karamell und so. Tja. Jetzt mal wieder was Süßes. Mit was fangen wir an? Mit Pistazie. Also wir haben hier so einen Pfannkuchen oder Krapfen, ne? So einen Krapfenteig und dann gefüllt mit einer Art Pistaziencreme. Und einmal eine runde Form mit weißer Schokolade. Wir probieren jetzt mal. Oh. Das ist so eine Zuckerbombe. Da tun ja einem die Zähne weh. Das ist viel zu süß. Also für mich viel zu süß. Also das war jetzt ein bisschen besser als Pistazie, aber für mich zu süß. Ich finde, dieser Zucker hätte nicht drauf sein müssen, weil ja die Creme schon so süß ist. Das Filetstückchen. So, und jetzt, siehst du? Schau mal. Das sind seine extra Messer. Guck mal die Messer. So, und jetzt könnt ihr mal daran riechen. Aber der hier ist schon Parmigiano. Wir machen mal hier noch ein Stückchen. Wir haben unseren Parmesan. Was jetzt noch fehlt, ist Trüffelöl, weil Bandnudeln mit Parmesan, Sahnesoße und Trüffelöl, nichts Besseres gibt's. Also, so. Trüffelsalz. Okay, Weißen Trüffel. weißen Trüffel. Gucken wir mal. Probier du auch Medium, weil du kennst dich auch gut aus. Ja. Ja. Ich zeige euch jetzt noch, was wir alles mitgenommen haben. Und zwar unter anderem, ich glaube, das war ja aus der Abteilung Türkei, ne? Diese Trockenfrüchte und so, habt ihr gesehen, das war auch das teuerste, ne? Also für diese Tüte. Er hat angeblich uns ein Angebot gemacht. Ja, das ist schon viel. Aber es hat 80 € gekostet. Aber ich vermute, das teuerste, ich habe nicht so richtig hingeguckt. Mein Mann hat auch zugeschlagen. Ich habe euch ja gesagt, ne? Also es ist wirklich, wenn man so hingeht, das ist schon eine gute Taktik von denen, ne? Zu sagen, ja, probier mal das und probier mal das. Und dann erzählen die, und das ist so tolle Qualität und das kommt von da und da und das wird so und so hergestellt. Und dann probierst du und so, und dann einfach so zu gehen, okay, danke schön, tschüss. Ich weiß nicht, sagt mir, ob ihr auch so seid, aber ich finde das so, dann muss man irgendwas halt kaufen. Ne? Also man fühlt sich dann, man hat so ein schlechtes Gewissen, wenn man dann nichts kaufen tut. Naja, aber auf jeden Fall wollten wir natürlich auch was kaufen. Mein Mann hat, aber ich hätte es jetzt nicht mitgenommen, weil ich den Preis gesehen habe. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel die 100 Gramm gekostet haben, aber das sind hier... Müsste ich mal abwiegen, aber das ist schon viel. Es sind nämlich Macadamia-Nüsse und die sind an sich schon sehr teuer. Und die sind halt auch noch mal in Honig, meint er? In Honig, ne? Glasiert, genau das. Dann hier die Ananas, die war aber wirklich sehr lecker, weil die gar nicht sauer war. Also einmal Ananas. Dann, das fand ich sehr lecker, diese Kokoschips. Die sind geröstet und in Kakao nochmal, also so als Topping, so für Porridge, ne, oder so Bowls und so weiter. Oder überm Joghurt mit Müsli und so, denke ich, sehr, sehr lecker. Dann, ja, okay, das ist auch viel. Die waren dann auch teuer, weil hier, weiß ich, war 100 Gramm von diesen gefriergetrockneten Erdbeeren in Schokolade 4,90, ne, 100 Gramm oder 3,90. Ja, das ist schon, kann ich mal abwiegen, aber ja, einmal in weißer Schokolade und einmal in Milchschokolade. Ja, sehr lecker. Naja, auf jeden Fall dann hier noch kandierter Ingwer. Den haben wir dann geschenkt bekommen, sozusagen. Der war aber auch lecker. Er meinte so, wenn man so Tee trinkt, das so in den Mund nehmen und dabei Tee trinken, hat sich gut angehört. Und deswegen, ja, einmal diese Leckereien aus der Abteilung Türkei. Dann
Marokko. Marokko haben wir das hier mitgenommen. Mein Mann hat sehr gut gehandelt. Und zwar, was wollte er eigentlich dafür? Glaube ich 15 Euro hat er gesagt. Ne? Und diese größere Brett war 35 Euro. Mein Mann hat gehandelt und beides für 40 Euro bekommen. Ja, mit den Südländern, mit denen kann man immer gut handeln. Auf jeden Fall fand ich das richtig süß. Das ist halt Olivenholz und dann solche Fliesen eingearbeitet. Ja, ja, dein Striezel liegt da noch. Abteilung Italien. Natürlich von Hikmet sein Freund hier ein Batzen wieder Parmesankäse. Oh Gott, boah, das wiegt viel. Das ist bestimmt über 1 Kilo. Da können wir wieder leckere Sachen machen. Und apropos Parmesan, weil wir da eben schon waren, gab es natürlich da einen Trüffelstand und ich wollte die ganze Zeit schon Trüffelöl kaufen. Wir haben das hier einmal in der Sprühflasche geholt. Trüffelöl, genau, mit weißen Trüffel ist das, glaube ich. Das war 20 Euro und Trüffelsalz, das war auch sehr lecker, war auch 20 Euro. Aber ja, damit geht man sparsam um. Aber wenn man so Bandnudeln mit so Parmesan macht und dann so ein bisschen Trüffelöl, boah, das schmeckt schon sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Also deswegen haben wir das mitgenommen. Dann, wie ihr gesehen habt, der Mann war so witzig. Der war so sympathisch. Also wir haben uns wirklich kaputt gelacht. Das war der beste Verkäufer da an dieser ganzen Halle. Der hat das so toll gemacht. Seine Art war so witzig. Ja, wo er dieses Set mit diesem Spiralschneider und dieser Zitronenpresse, das kannte ich ja schon. Das gab es jetzt nochmal sozusagen gratis dazu. Das habe ich nämlich schon. Das hatten wir auf einem Flohmarkt. Da gab es auch so einen Stand, wo er diese Sachen neu verkauft hat. Natürlich, da hatten wir sowas mitgenommen. Fand ich ganz praktisch. Aber ganz besonders finde ich dieses Messer, ne, so auch so den Kohl zu hobeln und so weiter. Ich mache ja auch gerne in den Salat Rotkohl zum Beispiel mit rein und dann schneide ich das immer mit dem Messer so hauchdünn. Versuche ich, was immer schwer ist. Deswegen freue ich mich, das zu benutzen. Dieses Spiralding ist ganz witzig, wenn man vielleicht irgendwie eine Platte anrichten will. Irgendwie was Schönes. Ist halt was fürs Auge, denke ich. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Wieder von den Freunden meines Mannes, was sie auch schon vor dem Weihnachtsmarkt geholt hatten. Deren leckere italienische Pralinen. Sehr, sehr lecker. Ja, da halte ich mich immer ein bisschen zurück aktuell. Aber ja, ab und zu ein Pralinchen zum Tee. The best ever. Ja, als Polin muss ich natürlich meine Landsleute loben. Aber nee, jetzt ganz ehrlich, das war wirklich ein Stand. Die waren wirklich so freundlich, die waren so süß, vor allem die letzten 2 Damen. Also, wir haben wirklich eine Weile miteinander gequatscht und das war so süß. Die waren so, ja, die waren einfach so lieb und süß und auf jeden Fall, ja, sagt mir gerne, ob ihr das sehen wollt, wenn ich daraus diese Suppe mache. Ne, ich habe mir ja nochmal durchgelesen, ich weiß nicht, ob ihr das so alles gehört habt richtig, aber das ist ja sowas wie so ein Brottrunk, vielleicht kennt ihr das. Manche trinken das so auch als, ne, das sind ja auch lebende Kulturen und so weiter, Probiotika, auch sehr gut für den Magen. Aber daraus kann man eben so eine polnische Suppe machen. Genau, einmal weißer Barszcz und einmal dieser Żurek kann man draus machen. Und hier, das ist einfach so eine rote Beete direkt zum Trinken. Wollen wir das mal direkt probieren? Auf jeden Fall meinte sie hier, ist direkt auch so ein Rezept dabei gewesen, wie man das hier macht. Genau, diese Sauerteigsuppe mit gepökeltem Speck. Ja, wir machen das natürlich dann ohne Speck. Auf jeden Fall eben das und dann mit Wasser, Karotten, Petersilienwurzen, Sellerie, Kartoffel, Liebstöckel, Petersilienblätter, Knoblauch, Zwiebeln, Speck, geräucherte Schweinerippchen und ein bisschen Sahne. Und dann noch ein paar Gewürze und so weiter. Naja, wir machen mal die vegane oder beziehungsweise vegetarische Alternative. Sagt mir Bescheid, ob ihr das sehen wollt. Also das auf jeden Fall. Aber ich probiere jetzt mal diese rote Beete. Das interessiert mich jetzt. Oh, lecker. Oh, das riecht auch wie Dings. Turşu, also wie jetzt eingelegtes Gemüse. Schön knoblauchig. Das riecht jetzt richtig wie... eher wie die Flüssigkeit von den eingelegten Gemüse, ne, was ich auch habe und mache. Ja, also es schmeckt jetzt nicht wie wirklich diese rote Beete-Suppe, die polnische, sondern es schmeckt wirklich wie das eingelegte, wie das Wasser vom eingelegten Gemüse, als wenn es jetzt so eingelegte rote Beete gewesen wäre. Ne, schön mit Knoblauch. Was ist denn ja hier nochmal drin gewesen? Genau, Salz, Wasser, rote Beete, Knoblauch,
Mehr ist es nicht. Also es ist ein fermentiertes Produkt auf jeden Fall. Okay, sehr lecker. Das mache ich in den Kühlschrank. Ich habe ja von meiner Mama auch eingelegte rote Beete. Schmeckt genauso das Wasser. Und dann haben wir eben, also wirklich, ne, die waren so süß, diese zwei Damen. Hat es mir am Ende ja nochmal diesen polnischen, was ist denn das jetzt? Quark, Frischkäse, wie soll man es nennen? Es ist immer so, in der Türkei ist es auch so, da hast du auch eine andere Art von Quark oder Frischkäse. Da ist es auch immer anders und genauso ist das in Polen. Da ist es auch nochmal eben anders. Aber das ist, meint sie, aus reiner Sahne halt. Twaróg. Twaróg ist eigentlich Quark und der ist genau, meint sie, für eben Käsekuchen geeignet. Und hier steht sogar hinten, wie man jetzt daraus den Käsekuchen machen würde. Sagt mir, ob ihr das sehen wollt. Dann, was ich auch sehr gerne mag, ist eben dieser, das ist so auch Quark, aber das ist so wie so körniger Frischkäse, kann man es nennen. Oder stichfester Quark oder, ich habe es mal im deutschen Supermarkt auch gesehen, gibt es auch mittlerweile, wie heißt das, Stichkäse, Schichtkäse, irgendwie so. Also der ist auch nochmal sehr, sehr lecker. Den so, oder zum Beispiel das so ein bisschen so mit der Gabel klein machen, ein bisschen Schnittlauch dazu, Salz, Pfeffer, Radieschen zum Beispiel. Oh, sehr, sehr lecker. Liebe ich total. Dann dieser hier eben, dieser polnische, italienische Käse. Der war sehr lecker, den habe ich ja da am Stand probiert. Dann hier auch nochmal eben Quark. Ah, das ist eigentlich, glaube ich, der gleiche wie der große. Ja. Achso, das ist zweimal eben dieser körniger Frischkäse oder stichfester Quark. Auf jeden Fall einmal Halbfettstufe und einmal Fettstufe, höhere Fettstufe. Genau, also 2 Fettstufen. Und dann hier einmal das hier. Das ist auch ein Twaróg mit hoher Fettstufe. Nochmal ein fester Quark. Der sieht sogar noch fester aus. Ich habe ja bei uns in der Nähe auch einen kleinen polnischen Laden, da kaufe ich auch gerne öfters ein. Und ich könnte ihm sagen, er soll zum Beispiel von dieser Marke mir Sachen mitbringen. Vielleicht macht er das dann, frage ich nach, könntet ihr auch vielleicht machen. Falls ihr diese Produkte vielleicht auch gerne haben wollen würdet. Auf jeden Fall habe ich mich sehr, sehr darüber gefreut. Waren, wie gesagt, super nette Damen. Das war unsere Ausbeute aus der Grünen Woche. Es war auf jeden Fall interessant, mal was anderes. Das Einzige, was jetzt wirklich so war, was wir jetzt gar nicht kannten, was jetzt wirklich außergewöhnlich war, war dieser Kebab, ja, also dieser Kebab mit Käse. Wir sind im Anschluss, als wir das probiert haben, bin ich noch mal hingegangen und habe gefragt, ob man das hier in Berlin irgendwo essen kann. Und er meinte leider nein, das ist ja aus der Schweiz, dort gibt es das, aber die wollten das hier auch in Berlin halt einbringen und dann in den Dönerläden verkaufen, aber die meinten, dass das wohl nicht funktioniert hat, dass die Dönerläden das nicht so hinbekommen haben, wie die sich das wünschen von der Qualität und eben, ne, so wie es sein soll. Deswegen hat das leider nicht geklappt. Sehr, sehr schade, weil ich fand, das war so lecker. Also mir hat es besser geschmeckt als so ein Döner. Ich bin ja nicht so ein Fan von diesem klassischen Dönerfleisch. Deswegen hat mir das sogar mein Mann, ja, der wirklich sehr, sehr gerne Döner isst, dem hat das sehr, sehr geschmeckt. Also wirklich eine sehr, sehr gute Alternative, vegetarische Alternative. Es war super lecker, also schade. Also es wäre schön, wenn das wirklich hier irgendwie klappen könnte, dass man das hier essen kann. Ja, das war so das Einzige. Ansonsten eben, ja, kannte man eigentlich alles, was es so dort gibt. Wir waren ja jetzt auch, ich glaube, wir sind ja auch wirklich nicht bis zum Ende gelaufen. Das ist echt so eine riesen Fläche gewesen. Da hätten wir noch, keine Ahnung, noch mehr Stunden da rumlaufen können. Aber das war danach wirklich anstrengend, vor allem dann auch so, weil wir nicht gedacht haben, dass wir noch Sachen mitnehmen mit den Tüten und so. Ja, war auf jeden Fall interessant, hat Spaß gemacht. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und dieser kleine Eindruck von der Grünen Woche. Also aktiviert gerne die Benachrichtigungsglocke, so wisst ihr, ob dann doch mal ein Video hochgeladen wird an einem Mittwoch. Ansonsten sehen wir uns jeden Sonntag hoffentlich wieder. Bis bald!